Da ist er, der Tapman, ja, auf der Caravan Expo 2019. Er hat gerade Platz genommen oben auf einem Tab. Ja, da oben ist er. Wenn du mal so lieb bist, mal kurz runterkommst zu mir, dann sehen wir das mal. Er ist unglaublich sportlich. Er rutscht auf ihm und ja, das ist so ein bisschen das Lebensgefühl, was wahrscheinlich Tabat hier ein bisschen äußern möchte, ja, mit dem Tab. Sie wollen Lebensfreude verbinden, sie wollen Kompaktheit. Knutschkugel ist ja dieses Zauberwort, was alle lieben, und es geht wirklich Zweisamkeit, eng. Fahren wir irgendwo in die Pampa und genießen unseren kleinen, kompakten Living Room. Ja, das ist alles. Die Länge ist nicht allzu lang. Man kann ihn mit kleinen Fahrzeugen ziehen. Es ist alles drin, was man braucht. Es ist alles drin, was man braucht. Es ist ja auch Kühlschrank optional, also es ist eine Kochnische. Also der Standard ist auf jeden Fall da für Leute, die es simpel mögen. Ja, simpel bedeutet auch so, jetzt nicht so eine Klimaanlage mit allem drum und dran, sondern ich sag mal, ich hab's einfach, ziehe das Ding hin, bin auch eine Attraktion immer wieder, oder? Auf jeden Fall, also ich fahre den, also wenn man da jetzt irgendwo stehen bleibt in der Stadt oder so, es ist sicher ein Fotoshooting da, ja. Also das ist schon ein Hingucker, sehr, sehr, sehr sogar. Und so was links, genau, eine Attraktion, so eine kleine, eine Attraktion, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist jetzt das 2019er Modell, das ist jetzt der 320 RS, steht zumindest drauf. Ganz genau, das ist so der 320er RS. Der Unterschied zum 320er anderen ist einfach nur, das ist eine normale Achse und der andere hat halt eine Offroad-Achse, die ist ein bisschen höher. Und sonst ist er gleich, ja. So, er ist sehr schick, also die Optik macht viel aus. Und so sieht er aus. Ist ein Fliegengitter gleich mit eingebaut? Wir haben das ein spezielles Fliegengitter, das war ja früher Viertbreiter, und dann sind wir draufgekommen, Weintrinker oder Obstesser, Fruchtfliegen. Da kommt nichts mehr durch. So, das sind so kleine Features, die dann doch viel ausmachen eigentlich, ja. Ich habe auch einen Stromanschluss, nehme ich an, wie beim ganz normalen. 4 Stück. Es gibt 4 Stromanschlüsse auf jeden Fall, also Steckdosen, optional mit USBs die kann man einbauen oder diesen im Auto, wie heißt das, diese 12 Volt Buchse. Ja, 12 Volt, genau. Also das ist alles optional möglich. Dann auch, wenn du möchtest, ich brauche 13 Sekunden, dir das umbauen. Ja, mach das mal bitte. Ja, dann zeigen wir das mal. Dann baue ich dir das für dich um, dann seht ihr, wie kompakt und wie schnell das geht. Wir können das auch so extra machen wie... So, das wäre jetzt die normale Situation. Jetzt sitze ich hier, kann jetzt... Jetzt sitze ich hier, es ist halt sehr geräumig für das, wie kompakt und klein es ist. Und natürlich kann man jetzt, wenn man jetzt am Abend gemütlich halt hier sitzt und man ist nicht so groß, ein Pärchen, dann kann man das hier umlegen und es ist ein Doppelschlafplatz hinten. Das demonstriere ich jetzt mal. Kann man hier umlegen, und dann hat man nach schon hinten. mal so eine Chilling-Ecke, wo eigentlich Leute, ohne dass man es ausbaut, gell? Aber dann dauert es circa 5 bis 10 Sekunden, macht man hier. Wupp, wupp. Hat das Bett. Oder? Man hat ein Riesenbett. Ein Riesenbett, ja, absolut. Riesig, ich bin 1,92. Der Tapman ist 1,93 und er passt quer rein sogar. Es ist riesig auf jeden Fall. Und man kann so liegen, man kann so liegen. Also es ist schon eine Knutschkugel, ja. Absolut. Und das ist halt sehr kompakt und einfach umzusetzbar und umzubauen, ja. Ja, ihr habt noch einen, der ist einen Ticken länger, oder? Wir haben noch einen, das ist der 400er, den können wir uns dann auch anschauen. Und zwar ist der mit der 400er vorne, ist zwar nur 24 cm größer, aber hat Dusche, Klo, hat Kühlschrank, fixes Bett hat er und vorne eine kleine Lounge, falls man noch ein Kind oder Hund hat. Das würde ich euch gerne zeigen. Bisschen größer. So, hat aber auch diese Tropfenform, die schöne. Wir haben auch ein Panoramafenster, elektrisch. Wir haben hier eine kleine Sitzecke, die kann umgebaut werden, auch zu einem Liegeplatz. Können sich selber überzeugen, anschauen. Ja, mal kurz mal reinkommen. Also es ist schon ein bisschen erwachsener, muss man sagen. Aber es ist nur 24 cm größer. Aber Er ist nur, intelligentes Konzept. ist nur 24 cm größer. Ja. Fixe Klimaanlage, Heizung, Kühlschrank 110 Liter, Kochnische, Dusche, Klo. Alles Und mit natürlich drin. einen Schrank und das elektrische Panoramafenster. Elektrisch. Ja. Zeig mir das mal. Und nur kommt man dann dahin. Dann liegt man hier natürlich. Und es ist der Sonnenuntergang. Dann macht man hier plupp. Und man kann sich da halt, jetzt haben wir nämlich die Vorrichtung hier hinten. Das ist für den Koffer, natürlich kann ich das jetzt nicht machen, aber wenn sie nicht da ist, kann man es komplett öffnen. Komplett öffnen, ja, und kein Sonnenuntergang oder
den So. Mond oder was auch immer. Man hat hier sogar eine Wir Fernsehvorrichtung haben mit eine drin. Fernsehenvorrichtung und es ist portable, weil es gibt dann doch noch viele Menschen, die dann vielleicht sich denken, da gibt's was, also den kann man sich einklicken und wieder mit nach Hause nehmen oder in die Tasche, damit halt irgendwelche Schlingeln da nicht herumtun. Oder ja. Oder halt ein Magnet machen für ein Tablet. Wir Genau. haben sehr Ja. viele kleine Features mit versteckten eben Kleinigkeiten, aber dieses Bett ist fix und vorne haben wir dann die kleine Essecke, die demonstriere ich auch, also da kann man halt zu zweit oder zu dritt und die hier ist genauso wie beim anderen umbaubar zu einer kleinen Schlafecke, wo man mit dem Hund, also wir haben ja in der Werbung einen Hund oder halt ein, zwei kleine Kinder, ja. Ja, sehr schick. Also der ist jetzt wie viel länger? 24 cm ist der länger. Man glaubt es kaum. Und So man ein holt so viel mehr intelligentes raus. Konzept, also ich bin selber fasziniert und kann das nur empfehlen. Ja, toll sind auch die runden Augen, die hier. Ja, die runden Augen haben halt diesen Retro-Vintage-Style natürlich, der sehr, sehr gut ankommt. Und das Design von außen ist vierfach optional. Wenn du mal so lieb bist, hier mal kurz öffnest. Ja. So, da mal Wir haben reinschauen. hier jetzt so ein Klo, das ist jetzt Eine Toilette. sehr, sehr Ja. intelligent gemacht. Mit einer Dusche auch mit drin. Und eine Dusche wäre dann so, dass das hier jetzt alles wasserdicht und wie man beim Campen Dings, das hier ist gleichzeitig so eine Art Mini-Waschen-Dings, aber die meisten machen auf und machen es draußen. Ah, das geht nach auch. dem Sand oder sonst irgendwas. Also es ist eher so eine Art, wie nennt man das in Deutschland? Katzenwaschen. Okay, aber ich kann es auch oben einhängen, sehe ich gerade. Man kann es oben einhängen, also wir haben da schon kleine Features. Hier kann man dann noch einen Mini-Vorhang, also ja, Das nicht spritzt. Ja. dass es nicht spritzt, aber das macht nichts, weil es ist eigentlich wasserdicht. Ja, alles das auf dem kleinen Raum. Und die Küche habe ich auch noch mit drin. Die Küche ist da. Wir haben eine wunderschöne 3 Stück Kochnische. 3 Flammen. Hightech, gleich Flammen. Riesengroßen Kühlschrank, der ist jetzt neu. Da ist er. Wenn Sie das schauen, also das ist riesengroß. Für jeden Camper ein Muss natürlich. Ja. Getränke und so weiter. Und dann haben wir sehr intelligent gemacht, natürlich so kleine Features, Für Gewürze. Ja. Gewürze, wie in einer modernen Küche. Also man macht es nicht auf, sondern man schiebt es hierher. Also ja. Dann haben wir hier einen kleinen Schrank. Ja, Sekunde. Sachen. Ich guck mal kurz rein. Das Genau. ist sogar hängend. Ja. Genau. Mache ich mal auf. Ah, sind noch die Polster mit drin. Die kann man Stauraum. Genau, das sind halt die extra Polster und so. Das ist halt so ein extra Stauraum. Und es gibt natürlich noch ein Feature. Das ist jetzt nicht genug Stauraum. Unterm Bett, das Ganze ist noch ein Koffer. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz vor. Man kommt von innen oder von außen ran? Von innen? Man kommt von innen auf. Von Schau innen? uns aber bevor du filmst an. Genau. Also da ist, Da ist der Stauraum Da komplett. kann man nochmal riesengroßer Stauraum, Snowboard, Schirme und da kommt man natürlich von außen auch dazu. So, das ist jetzt für Koffer oder eine Bierkiste oder Weinkiste oder Spielzeuge. Das wäre dann noch so ein extra Stauraum. Ja. Ja, stark ist auch das Zelt. Ich gehe noch mal kurz raus. Das wirst du mal zeigen. Das Vorzelt ist extra angepasst. Das muss natürlich genau passen hierzu. Das ist von einer Firma, die Kooperation mit Vigo. Die statten natürlich mehrere aus und ja, das ist auch einer von uns. Wir haben eine Stahlverstärkerung hier. Ich weiß nicht, von Windstärke, glaube ich, 100 Kilometer pro Stunde und es haltet es aus. Also es ist sehr, sehr stabil und sehr beliebt und man kann das hier natürlich komplett zumachen, komplett aufmachen und die Seiten sind auch aufmachbar zum Durchwinden. Ja, es ist ganz, ganz toll. Ich glaube, jeder, der sich den kauft, nimmt sich auch ein Vorzelt mit. Ja, es erweitert den Raum. Ich hab dann auch keine Sonne. Es erweitert den Raum, man kann am Abend, vielleicht regnet es, vielleicht windet es, Moskitos. Und dann haben wir noch was ganz Tolles, das zeige ich euch. Und zwar eine Vorrichtung. Ich zeig noch mal ganz kurz das Retro hier, dass man es noch mal sieht. Vintage Retro Style, das Logo natürlich auch in diesen orangenen Farben, aber es ist natürlich optional auch möglich, komplett in Silber. Und wir haben 3 Angebote, wie man sich es designt. Aber die meisten Menschen designen sich ihn dann selber. Und das hier ist was ganz Tolles, auch ein bisschen Vintage. Da kommt dann so ein Koffer drauf, so ein Lederkoffer, wo man dann seine Angelsachen hineingeben kann oder Fahrräder, was man auch immer. Und die Vintage-Koffer finden Sie da drüben, die sind ganz, ganz toll. Bitte einmal zeigen. Die sind so cool, die zeige ich euch. Dort in der Ecke Ah, stark. sind diese Oldschool Vintage-Koffer. Sieht so, wie die Leute früher nach Italien Genau, wie gefahren nach sind. Italien oder in den, weiß ich nicht, 40er Jahren oder noch von diesen berühmten Filmen.
Da kann man sich dann so etwas überlegen zum Beispiel und man ist visuell natürlich noch mehr aktiv. Ja, ja, finde ich ganz das toll. rundet das Ganze noch mal ein bisschen ab, oder? Bitte? Das rundet das Ganze noch mal ein bisschen Das ab. rundet das Ganze nochmal ab, weil dadurch entsteht dieser Vintage-Style oder Retro-Style, der halt visuell sehr, sehr anziehend ist. Ja. Ja, hier vorne ist der Überblick noch mal komplett über den ganzen Stand. Du bist ziemlich froh, hier zu sein. Den Leuten macht es unglaublich Spaß, oder? Ja, uns macht es allen Spaß, mir macht es Spaß. Das Feedback ist sehr, sehr stark und ich glaube, deswegen ist auch diese positive Energie und euphorische Freude in diesem Raum oder in dieser Halle. Ja. Es ist ein Hingucker und falls ihr möchtet, kommt selber vorbei. Düsseldorf, Caravan-Messe 2019. I see you. Der Tapman. Tschüss. Danke. Ciao.